Lass uns heute mal in die Natur gehen und uns anschauen, wie wir so einen Stein zeichnerisch erfassen können, also aufbauen können. Ja. Ich habe ja in den vielen Videos, die ich schon gezeigt habe, immer wieder ein Quader als Beispiel genommen, um die verschiedenen Perspektiven und Ansichten darstellen zu können. Ja. Im Wesentlichen hat dieser Stein auch diese Quaderform. Ja, also du siehst, wir haben eine rechte Seite, wir können raufschauen und wir haben die vom Licht abgewandte Seite. Ja, also im Wesentlichen 3 konkrete Seiten. Und das Licht kommt von hier. Na, ich nehme mal weiß lieber. Die Lichtquelle kommt von hier. Du siehst, der Schatten geht natürlich in diese Richtung. Die Horizontlinie ist ungefähr hier. Also ich stehe direkt vor dem Stein. Warum erkläre ich das mit der Horizontlinie? Damit klar wird, dass wir rauf gucken können auf diesen Stein. Nicht so, sondern so. So, wie ist der Stein jetzt in diesem Würfel zu verstehen? Wir haben hier eine rechte Seite und wir haben hier eine linke Seite. Ja, und hier haben wir die obere Seite. Also, wir zeichnen uns also einen ganz normalen Würfel. Ja, muss nicht ganz so schräg sein. Wo wir dann unseren Stein letztendlich reinpacken können. Ja, kann durch etwas unregelmäßig sein. So, das ist praktisch die Grundkonstruktion. Ja. Also wir haben hier die linke Seite und wir haben hier die rechte Seite und wir haben hier oben. Ja. So. Und du siehst, wenn wir jetzt hier reingehen, können wir diesen Stein hier schön rausarbeiten. Ja. Du siehst also, er folgt im Wesentlichen dieser Konstruktion. So, dann haben wir hier noch diese Abbruchkante. Ja. So ist er aufgebaut. Ja. Das ist unser Grundkonstrukt und du siehst, so ein Würfel oder Quaderform hilft uns immer, die grundlegende Form zu verstehen. Also nicht nur die Form, sondern auch hell und dunkel. Ja. So, schauen wir uns mal die Lichtquelle an. Also von oben rechts kommt das Licht, trifft auf den Stein und jetzt haben wir hier verschiedene Flächen des Steines und verschiedene Abstufungen von Helligkeiten. Ja. Also wir können sagen, wir teilen es mal auf in 1, 2, 3, jetzt nehme ich weiß, 4 und 5. Ja. Wenn man die Augen zukneift, hat man hier 1, 2 und die dritte Fläche. Ja. Die unterscheiden sich kaum, ist aber wichtig, wenn man den Stein zum Beispiel sehr realistisch zeichnen will. Ja. Also du siehst, wir haben hier die Lichtseite durch diese Abbruchkante hier. Bricht der Stein in die Richtung und wird etwas dunkler. Ja. Dann haben wir hier die nächste Abbruchkante. Du siehst, hier kommt überhaupt kein Licht mehr ran. Also der ist komplett hier dunkel, also körpereigener Schatten, wenn man so möchte, die vom Licht abgewandte Seite. Und hier unten bei der 5 ja, ist es nochmal wesentlich dunkler. Ja, also geht noch mehr weg vom Licht. Geht noch mehr weg vom Licht oder beziehungsweise kommt noch weniger Licht an diese Seite ran. Und die 3 ist fast so ähnlich wie diese Kante hier, weil die Sonne kommt hier noch leicht rum. Ja. Also sind diese fast identisch, aber wir trennen sie trotzdem letztendlich, um die Dynamik des Steins zu zeigen. Ja. Also das ist schon mal ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass wir einen Stein erstmal studieren, uns anschauen, wie ist er aufgebaut von der Form, können wir raufschauen, welche Perspektive hat er sozusagen, wo ist die Lichtquelle und dann können wir diesen Stein sozusagen dann zeichnen. Ja. Also das soll es gewesen sein zu dem Überblick. Schau dir auch gern hier oben die Playlist an. Dort habe ich dir gezeigt, wie man aus einem Würfel einen Stein zeichnet. Ja, das war nochmal zum Verständnis. Ja, vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Abonniere gern meinen Kanal, lass mir ein Like da und wenn du Fragen hast, schreib es mir einfach in die Kommentare. Wir sehen uns bald wieder hier auf Schmidts Zeichenwelt.